Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Heute muss es richtig schnell gehen. Heute machen wir uns nur so ein Burrata-Baguette. Wir essen das so gern im Sommer, so einfache, schnelle Snacks, einen schönen Salat dazu und man hat schon wunderbar gespeist. Was man dazu alles braucht, setze ich zuerst einmal auf der Zutatenliste. Die Zutaten sind bei diesem Gericht wirklich überschaubar. Ich habe mir nur ein Baguette, das habe ich mir durchgeschnitten, halbiert halt und so kleine Teile geschnitten. Dann habe ich Cherrytomaten geschnitten, ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein Burrata. Man kann natürlich selbstverständlich auch einen Mozzarella, ganz einen normalen Mozzarella verwenden. Aber einen Burrata mag ich fast lieber, weil der ist ein bisschen cremiger und ein bisschen geschmacksintensiver. Dann braucht man ein bisschen Knoblauch. Da nehme ich natürlich mein Knoblauchöl. Ich habe einfach Knoblauch ins Glas gegeben, Öl dazu, ganz normales Rapsöl, eine Prise Salz und dann habe ich das mit dem Pürierstab einfach aufpüriert. Und dann hat man immer griffbereit so ein Knoblauchöl. Man muss nur schauen, dass so viel Öl ist, dass das immer ein bisschen über dem Knoblauch ist. Dann passiert nichts. Ja, Olivenöl braucht man und natürlich machen wir uns einen wunderbaren Salat dazu. Da habe ich mir schon mal eingeschaltet, die Pfanne ist jetzt heiß, da geben wir ein bisschen Olivenöl hinein. Also das ist wirklich eine schnelle Aktion und ein bisschen was von unserem Knoblauchöl. Ja. Jetzt geben wir nicht mehr dazu und jetzt geben wir sofort unsere Baguette-Hälften da hinein. Vorsicht, die Hitze ein bisschen reduzieren, damit der Knoblauch jetzt nicht zu dunkel wird und dass er nicht bitter wird. Dann lassen wir das jetzt leicht rösten. Das Öl wird jetzt aufgesaugt von dem Brot und das ist ganz toll. In der Zwischenzeit, ich habe mir ja schon alles vorbereitet und geschnitten, wie man sieht. Wenn wir uns noch unseren Salat gleich marinieren. Heute habe ich einfach einen grünen Häuptelsalat und da habe ich ein Frühkraut, nicht Frischkraut, ein Frühkraut gekauft heute. Das gibt es jetzt ja schon und das habe ich mir ein bisschen hineingeraspelt. Das schmeckt total super, ein bisschen ein Crunch im Salat. Den werden wir ganz einfach marinieren. Nur ein bisschen Öl, einen weißen Balsamessig. Mit dem Salat mache ich das immer relativ unspektakulär, das einfach alles zusammen. Die Hausfrau hat das ja meistens im Griff. Salzen natürlich, ein bisschen Pfeffer und als Süße entweder ein Apfelsaft, ein Orangensaft. Da kann man natürlich hineingeben, was man möchte. Jetzt schauen wir mal ganz kurz zu unseren Broten und werden wir die einmal wenden, ja, dass sie oben und unten schön knusprig sind. Wie gesagt, eine Süße brauchen wir natürlich auch für einen Salat. Apfelsaft, Orangensaft. Ich habe da immer so einen Ingwer-Shot, so einen Ingwer-Sirup. Den mache ich mir immer selber. Den kann man auch wunderbar dazugeben. Den werden wir demnächst mal ein Video machen. Günther, das darf man nicht vergessen. Ja, wir müssen das zeigen, weil der ist so köstlich, gell? Der ist super. Ja. Dieser Ingwer-Sirup ist entweder als Tee heiß, als Heißgetränk super oder einfach mit Eis. Nur braucht man einen Schluck ins Glas geben, ein bisschen mit Wasser auffüllen. Aber wie gesagt, kommt demnächst. Und das ist in diesem Falle heute meine Süße für den Salat. Ein bisschen Wasser dazu. Durchrühren und schon haben wir einen wunderbaren, fruchtigen Salat. Gesunden Salat, muss man sagen. Dann schauen wir da nochmal. Also ein paar Minuten lassen wir die noch rösten in der Pfanne. Unser Baguette ist jetzt wunderbar geröstet, wie man sieht. Hinten und vorne, jetzt gehen wir die heraus. Da ein bisschen heiß, nehmen wir besser die Zange. Gut.
geben wir uns gleich auf einen Teller. Und in dieser Pfanne werden wir uns gleich ein bisschen was von den Frühlingszwiebeln und die Tomaten nur ganz kurz noch einmal ganz ein kleines bisschen vom Knoblauchöl. Noch einmal ein bisschen Olivenöl. Die Platte können wir schon ausschalten. Das braucht nicht anbraten, nur warm werden. Leicht salzen. Ein bisschen Pfeffer drüber. Schaut doch jetzt schon toll aus, oder? Und jetzt geht es gleich zu unserem Burrata. Zu unserer Burrata. Die habe ich mir da schon in Scheiben geschnitten. Und das gebe ich jetzt einfach auf diese Brote drauf und nur leicht andrücken. Das genügt völlig. Der ist total saftig. Herrlich. Aber wie gesagt, normaler Mozzarella geht genauso, gell? Super. Und da werden wir jetzt unsere Tomaten und Frühlingszwiebeln einfach ein bisschen drüber geben. Ja, ist erwischen oder nicht? Köstlich ist das. Und dann hätten wir es eigentlich schon fast, gell? So schnell kann man so tolles Mittagessen machen. Das Ganze da ein bisschen drauf. Braucht man doch beide Hände zum Anrichten, gell? Ein toller Snack. Und unseren fantastischen Salat dazu. Ja, und dann haben wir es eigentlich schon. So, Basilikum geschnitten, ein bisschen drauf. Und ich gebe ganz gerne noch ein bisschen so einen Balsam, einen dunklen Balsam. Balsamico-Balsam, so muss ich sagen, gebe ich ganz gern darüber. Das schmeckt auch noch ganz fantastisch. Ja, vielleicht hat euch dieses schnelle Snackgericht gefallen, dann probiert es aus, macht es noch. Das ist wirklich keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal.